gehst mit der Zeit, aber du schaust, dass du deine Identität oder das, was deine Tradition irgendwie mit sich bringt, auch in dieser modernen Welt irgendwie Bestand halten kann. Mein Name ist Felix Räuber. Ich bin Musiker und meine Heimat klingt so. Aber kann das alles sein? Um das herauszufinden, breche ich auf zu einer Expedition. Zurück zu meinen Wurzeln, durch mein Heimatland Sachsen. Auf meiner Heimreise treffe ich auf Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen. Gemeinsam erarbeiten wir neue Songs und ich erfahre deren persönliche Antworten auf meine Frage, wie klingt Heimat? Auf meiner vorherigen Etappe in die Tagebauregion der Lausitz habe ich erfahren, dass ganze Landstriche der Kohle wegen weggebaggert werden. Auch das mitten in Sachsen lebende indigene Volk der Sorben hat bereits unzählige Dörfer verloren. Wer die Sorben sind und wie lebendig ihre Kultur und eigene Sprache klingt, erlebe ich beim 1000 Jahre alten Brauch, dem Osterreiten. Also normalerweise putzt man Pferde neben dem Stall, aber einmal im Jahr bei Osterreiter geht das schon mal. Ich bin noch nie in meinem Leben geritten, ne? Noch nie? Nichts Nein. mit Pferden zu tun? Doch, gehabt? ich glaube, als ich mal im Ferienlager war, doch. Also ich reite, seit ich 15 geworden bin. Damals noch so ein kleiner Bursche. Also heute gehe ich davon aus, dass wir ca. 215 Pferde sind und Reiter. Ja, ich bin Kantor, also ich singe an und die anderen singen mit, so zeitgleich wie es geht. Ja. So Kanon entsteht trotzdem. Ja. Das ist ja auch dieses bisschen Besondere. Wenn man das erste Lied ansingen kann, das ist das immer das Schönste. Wenn es dann endlich losgeht und man losziehen kann. Die Herausforderung wird jetzt noch sein, sich selber vorzubereiten, dann auch einfach auch mental ein bisschen runterkommen. Pferde noch satteln, alles gucken, dass alles sitzt. Was du unbedingt wissen musst, machen wir unser Gebet, Morgengebet vor dem Ausreiten. Und dann gibt es noch einen Segen. Ja, und dann steigen wir auf und dann wird man wahrscheinlich schon die anderen hören. Dann wird man langsam nervös, kommt man rechtzeitig und dann sieht man zu, dass man dort dann dazu stößt. Oh, komm her. Noch 20 Minuten, ja, wir müssen langsam los. 90er Jahre, tolle. Das wusste ich nicht. Das ist toll. Jsi to šet jako svůle hotežko, jole. Já šet já nemíchám. A jako Serbskim ja z hudžbu otrost, hižo z dzieciactwa sem. Hanetko mam w Lipsku jednu skupina Astronaut. Mo hromadže hudžbu činimo, načasnu hudžbu. Haj to da jen gerne Kontrast zu našim. Gesungen wird bei uns das ganze Jahr über. Also wir haben viele Feste. Also wenn der DJ dann um 3 Schluss macht, dann holt man noch die Instrumente raus und dann wird noch weiter gefeiert. Der tiefere Sinn ist ja, dass wir
die frohe Botschaft über die Auferstehung von Jesus Christus verkünden und dann am Sonntag auch auf dem Pferd, wenn man sich im Dorf sammelt, dann zur Kirche reitet und dort das erste Osterlied einstimmt, dann hat das schon was wirklich Ergreifendes. Ich meine, es ist eine ganz andere Musik als das, was ich jetzt so privat noch mache, weil das sind ja Kirchenlieder. Das klingt einfach ganz anders, aber damit sind wir auch groß geworden und ich glaube, deshalb können auch so viele bei uns Sorben singen, weil die Sorben sind generell schon also sehr viele gläubig und man geht hier noch regelmäßig zum Gottesdienst und so singt man eigentlich von klein auf. Und ja, ich weiß nicht, also irgendwie kann bei uns jeder relativ gut singen. Hier bin ich zu Hause, hier bin ich daheim, auf dieser großen Reise. Du sagst zu mir ganz leise, manchmal fühle ich mich allein, doch Heimat sind wir beide. Find my way home. Also wir sind 4 Frauen vom Verein Kolisko und 2 Frauen, die ehemals zu den Kantorgas gehört haben, Kantorgi, die uns aber weiterhin unterstützen. Wir wollen einfach, dass der alte Brauch des Ostersingens nicht vollständig verloren geht. Es ist ein Brauch der Lieding-Mädchen in der evangelischen Lausitz, also bei den evangelischen Sorben. Dort haben die Mädchen früher die ganze Nacht gesungen, sind von Haus zu Haus gegangen, haben Choräle gesungen und haben damit die frohe Botschaft verkündet. Das Ostersingen an sich ist schon was sehr Ursprüngliches. Das hat doch was Archaisches an sich. Wenn man da so sitzt in der Kälte mit sich und mit den anderen und mit dem Buch und man singt, ja, da geht man schon in sich, das ist schon so. Also wir haben ganz viel gesungen in der Familie und immer sorbisch und das hat sich dann später verbunden bei mir mit Vogelgesang. Ich bin wirklich, die Vögel sind für mich auch so ganz wichtig in dem Klang von Heimat und gerade sorbische Singen und Vogelgesang ist für mich Heimat. Die über Generationen weitergegebenen österlichen Choräle darf ich nun mit meinem Aufnahmegerät konservieren. Dabei konzentriere ich mich auf die Vokale der slawischen Sprache, auf das im Alltag nicht mehr gebrauchte Schleifersorbisch, welches eben nur noch durch die Osterlieder von Elvira und ihren Frauen lebendig bleibt. Wie fühlt es sich wohl an, Teil einer solchen schwindenden Gemeinschaft zu sein?
Wie kann ihre Sprache und Kultur in einer Zeit überdauern, in der auch immer mehr Sorben in Großstädte abwandern? Wie den Sprung in die Moderne schaffen, ohne die eigene Identität zu verlieren? Hi, cool. Hi, ich bin Felix. Hi, Olli. Grüß dich, Mathe, hallo. Hi, Mathe. Hi. Also Sorbisch ist unsere Muttersprache, wir sind so aufgewachsen. In der sorbischen Sprache fühlen wir uns schon zu Hause, ja, das ist so. Deutsche und englische Popmusik gibt es halt schon ein paar Millionen Mal und sorbische Pop- und Rockmusik halt nicht so oft und von daher machen wir das Sorbisch. Also ihr singt dann selbst auch Sorbisch sozusagen. Genau. Wer von euch singt? Du, Mathe? Oder? Wir beide, das Wir ist beide. so im Wechsel. Also erstmal ist die Melodie da. Ist halt immer so, weil, wie gesagt, man sitzt halt irgendwie da und überlegt so ein bisschen, okay, ja, das könnte vielleicht, und ach, das ist ja schön und ach, wow. Und dann hast du erstmal so ein bisschen die Grundmelodie und feierst darin ein bisschen drum. Ich studiere hier in Leipzig, man hat ganz viele Freunde und also ich bin eigentlich immer auf Achse. Aber die Musik ist schon ein sehr toller Teil von meinem Leben noch, ja, der sehr viel Spaß macht, weil man auch coole Leute dabei kennenlernt. Auch dich. Ich meine, wir machen ja heute auch noch ein bisschen Musik. Total cool, freue ich mich sehr drauf. Genau, lass uns mal probieren den Text quasi. Jes mnie na radość, ta naszit kis jednocza, ke stary tak młodzi. Durch Boży wiatr, a z daleka kierusz, mutrobu worywa, ke śniedy tak dżęca, sylni nas nadzieja. Asena Aduka Sviato Niechajcie Boží minie, daj Boh zboža na put, što byście držali pobedni, ispuni, a zboženi se domov zavučili. Halleluja, 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 Halleluja. Jens Christus mortis Daniel, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Sorben sind ein wirklich sehr geselliges Völkchen und der Gesang der Osterlieder durch die Osterreiter selbst, das ist das Allerwichtigste und Schönste, was ich mir vorstellen kann.
denn um die Stimme aus? Ist sie noch da? Also, wir haben ja weniger gesungen. Also, die ist besser als sonst irgendwann. Dafür, dass du aber ganz schön viel, also du hast sehr laut gesungen auf jeden Fall. Also, ich konnte auch keine Ausstrophe auslassen. Ich würde sagen, wir werden dich auf das Weise nehmen. Das ist höher, passt zu dir. Brauchen wir das, dass ich da oben auf so einem Pferd sitze? Na gut, warum nicht? Kann man ausprobieren. Ich will unbedingt noch reiten. Klar. Ja, alles gerne. 2 Foot. Wie auf dem Reiterhof. Läuft. Und jetzt mache ich nach vorn. Geht's dann, wenn man stoppt da? So, ja. Ah. Wenn ich ziehe, oder was? Und dann kann ich den so lenken. Oh, yeah. Geil. Genau, also den, der ist spitze. Ja. Kuchen und Bier. Passt doch perfekt zusammen. Also es ist schön, dass es noch so ist. Nicht zu sagen, ob das andere nicht schön ist, aber es ist einfach das Besondere, wenn ausschließlich die Osterreiter Männer das singen. Dass es nicht schon so verwaschen und nur angedeutet ist, sondern dass es wirklich noch da ist. Je mehr ich jetzt darüber nachdenke, desto spannender finde ich es natürlich auch, dass wir einen gemischten Chor haben, weil wir wollen ja eben, das Osterreiten ist ja auch nur ein Teil der sorbischen Kultur, weißt du? Und wir wollen ja auch so, dass teilweise Strophen von noch einem sorbischen Sänger gesungen werden. Und dann ist es vielleicht ein bisschen zu einseitig, wenn du jetzt nur einen Osterreiterchor hast. Okay. Ich finde, man sollte das jetzt nicht reduzieren. So ein gemischter Chor, damit, das ist perfekt. Ja. Das ist okay. Das heißt, wir können das Experiment wagen. Genau, auf jeden Fall. Werden wir singen? Alle da? Ja. Das ist jetzt sozusagen das Lied, was wir dann auch gemeinsam mit dem Chor einstudieren. Genau. Richtig? Genau. So. Okay. Yeah. Ich bin bestimmt jetzt schon total so viel reden. Wunder był nasz Wumoschik. Halleluja, Halleluja. Abschirał jest wyniek manik. Halleluja, Halleluja. Im gemeinsamen Glauben finden Daniel, Juri und Elvira etwas, das Vergangenheit und Zukunft, Nähe und Entfernung in ihnen vereinen kann, zu einem festen Fundament. Was löst in mir dieses Gefühl aus? Was gibt mir Halt? Ich verarbeite diese Frage mit meinen Erfahrungen in einem eigenen Song. Lässt sich das mit der Musik der Sorben verbinden? Als allererstes bin ich natürlich total dankbar dafür, dass ihr uns sozusagen die Möglichkeit gebt, natürlich auch in eure Kulturen, in eure Traditionen eine Einsicht zu bekommen und was uns wirklich alle total berührt. Wir würden das jetzt mal so machen, dass ihr es alle auch nochmal hört. Dann würden wir gucken, ob das geht zusammen. Dann würden wir es mal alle gemeinsam probieren. Und dann würden wir jede Sektion auch nochmal einzeln aufnehmen. Ich habe einen Klick für das Tempo, das heißt, ich würde euch ein bisschen dirigieren, wenn das für euch in Ordnung ist. Ja, deswegen wir müssen das jetzt mal ein bisschen üben. Singen Sie das so, wie du das singst, genau. Und der Daniel ist der Vorsänger, genau. Und ihr orientiert euch einfach am Daniel. Wunder był nasz umożnik. Halleluja, Halleluja. Abschirał jest wyniek manik. Halleluja, Pflicht ist geschafft. Vielen Dank euch. Ganz toll.
Los geht's, jetzt lachen, Cheese, juhu, ja, genau. Frohe Ostern. In stillen Wäldern leise, der Tag erhebt sich sanft. Nebelschwaden kreisen im warmen Frühlingsglas. Alle sind längst auf den Beinen, die Kinder, die Alten, der Pfarrer von nebenan. Kirchenglocken läuten, wir feiern das Leben, wir feiern das Leben, wie's mal war. Niesmielna radość, ta nas wszystkich zjednocza, ke stary tak młodzi, durch Boży wiatr, a z daleka kierusz, mutro uworywa, ke śniedy tak dżęca, sylni nas nadzieja. Abschirau, jetzt wird